Plant die britische Regierung den Exit vom Brexit? Das ist etwas, das sich viele fragen, die hier die Nachrichten verfolgen, insbesondere jetzt nach dem jüngsten Trade Deal zwischen dem UK und der EU. Auch wir werden uns in diesem Video mit dieser Frage einmal auseinandersetzen. Den größten Fehler, den du machen kannst, ist die Inkompetenz von britischen Politikern zu unterschätzen. Wenn du dir Rishi Sunak, Liz Truss und die anderen konservativen Premierminister anschaust und dir gedacht hast, es geht nicht schlimmer, dann muss ich dich eines Besseren belehren. Denn auch die neue Labour-Regierung hier ist an Inkompetenz nur schwer zu unterbieten. Da hat man nun einen Trade Deal hier mit der EU vereinbart und man fragt sich eigentlich, was es damit wirklich auf sich hat. In der offiziellen Regierungserklärung zu diesem Trade Deal wird unter anderem, und die Erklärung ist nicht sehr lange, hervorgehoben, dass mit diesem Trade Deal nun wieder britische Würste in die EU verkauft werden können. Du glaubst mir nicht? Ich will es dir gerne zeigen. Hier ist das Dokument. The EU is the UK largest trading partner after the 21% drop in agri-food exports and 7% drop in agri-food imports seen since Brexit. The UK will also be able to sell various products such as burgers and sausages back into the EU, supporting these vital British industries. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du ein Fan britischer Würste bist, nun, man muss sagen, nach einer durchzechten Nacht sind sie so im Rahmen eines Full English Breakfast schon nicht so schlecht, aber ansonsten ja viel mit Paniermehl und so weiter vollgestopft. Also hier für den deutschen und kontinentaleuropäischen Geschmack eher so ziemlich schlabberig, muss man sagen. Und auch vor dem Brexit hat sie schon kein einziger Europäer jemals gekauft. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemals britische Würste in einem deutschen Supermarkt gesehen hast. Während deutsche Würste gibt's im britischen Supermarkt, auch jetzt noch. Ja. Du kannst schon sehen, dass das Ganze hier absolut lächerlich ist, wenn hier selbst in dieser Regierungserklärung auf einen scheinbaren Vorteil hingewiesen wird, der natürlich absolut kein Vorteil ist, sondern für den sich schlicht und ergreifend niemand interessiert. Und dafür hat der UK dann bezahlt mit 12 Jahren Fischereirechten. Das muss dann nämlich der EU zugestehen, dafür, dass man nun wieder britische Würste und Hamburger in die EU verkaufen kann. Stell dir mal das vor. Natürlich, da gibt es auch noch ein paar andere Details an diesem Trade Deal. So hofft zum Beispiel die britische Rüstungsindustrie, dass sie jetzt hier in Ursula von der Leyens Aufrüstungsfonds für Russland hier dann auch einige Aufträge bekommen kann. Außerdem werden offensichtlich die Briten hier in Zukunft in der EU die E-Gates am Flughafen verwenden können. Ich weiß nicht, wie lächerlicher es eigentlich noch gehen soll. Und was auch noch erwähnenswert ist, ist das, dass hier letztlich junge Leute in Zukunft einfacher im UK oder in der Europäischen Union studieren und arbeiten können, in welcher Art auch immer das dann gestaltet wird. Wobei das auch schon vorher hier möglich war. Es ist sehr einfach, hier im UK zu studieren, wenn du gerne hier studieren möchtest. Es gibt so viele Universitäten, die praktisch pleite sind. Die schmeißen dir die Studienplätze praktisch hinterher. Also wenn du im UK studieren willst, hattest du nie damit ein Problem. Du hast das Visum sofort, du kannst hier studieren und du kannst auch sofort im UK arbeiten, denn es war hier nie ein Problem, mit einem Jobangebot tatsächlich auch im UK arbeiten zu können. Dieser Trade Deal macht absolut keinen Sinn. Ich meine, ich kann verstehen, dass man argumentiert, Brexit war eine schlechte Entscheidung, wir müssen zurück in die EU, volle Integration in die EU. Also da steckt eine gewisse logische Kohärenz dahinter. Natürlich die Gegenseite ist genauso logisch kohärent, dass man sagt, nein, wir möchten nicht in der EU sein, wir möchten hier als unabhängige Nation mit allen möglichen Seiten hier sehr enge wirtschaftliche Kooperation haben. Natürlich, wir möchten Handel treiben mit allen, ist ja völlig klar, ist ja eine positive Sache, aber wir möchten nicht Teil der EU sein. Jetzt hat man im Grunde genommen den schlechtesten aller Deals hier bekommen, denn man hat ja keinerlei Mitspracherecht und hat sich dann dennoch hier dem sogenannten Dynamic Alignment unterwerfen müssen. Das heißt also, wenn jetzt die EU mal irgendwann die Regeln hier ändert, dann ist der UK verpflichtet, auch diese Regeln in nationales Recht umzusetzen. Jedenfalls jene Regeln hinsichtlich dieses Trade Deals, der jetzt abgeschlossen wurde.
Ich kann hier keine logische Erklärung für diesen Trade Deal finden. Möglicherweise geht es tatsächlich darum, dass hier die Labour-Partei versucht, so wie es auch einer der Gründer der EU, der Franzose Jean Monnet, ja versucht hat, hier so in kleinen Schritten letztlich hier in die EU wieder zurückzugehen, sodass es die Bevölkerung praktisch nicht bemerkt. Anders kann ich mir dieses ganze Theater ehrlich gesagt nicht erklären. Und man muss auch sagen, es ist tatsächlich problematisch, denn der UK hat ja, und dafür muss man jetzt auch tatsächlich mal Keir Starmer loben, hat ja hier verschiedene Handelsabkommen abgeschlossen in der Zeit, bevor dieser europäische Trade Deal hier abgeschlossen wurde. Ich meine, es gibt ja sowieso schon ein Freihandelsabkommen mit der EU, das ist jetzt eigentlich nur ein kleiner Zusatz. Aber wie gesagt, man hat ja einen Deal hier abgeschlossen mit den USA, mit Indien und auch mit den pazifischen Nationen. Und im Grunde genommen ist dieser EU-Deal rechtswidrig, wenn man sich diese Kooperation anschaut, denn dieses sogenannte Dynamic Alignment widerspricht ja diesen Trade Deals. Ja? Das heißt also, dass jetzt der UK möglicherweise hier die Konsistenz, sagen wir mal, seiner Würste hier verändern muss, weil die EU es sagt. Aber dann dürfen diese vielleicht nicht mehr nach Indien dann importiert werden, weil dort der UK mit Indien etwas anderes vereinbart hat. Nicht, dass die Inder interessiert wären an den britischen Würsten, aber du weißt schon, was ich meine. Ja? Das heißt also, wie wirkt das nun bei diesen Handelspartnern? Wirkt das nun in Amerika? Wirkt das nun in Indien? Wie wirkt das in den anderen Nationen? Die sagen natürlich, naja, was ist das hier wieder für eine Brexit-Extra-Wurst der Briten, dass die erst mit uns was vereinbaren und dann hier mit den Europäern irgendwas vereinbaren, was ja dem total entgegensteht. Ja? Wie verlässlich werden hier die Briten tatsächlich wahrgenommen? Wie sehr hilft ihnen das jetzt hier neben dem schon mal provisorisch abgeschlossenen Deal mit den USA einen weiteren Deal mit der Trump-Regierung hier zu vereinbaren? Und es gibt dafür auch absolut keinen Rückhalt. Ja? Das heißt, die britischen Farmer waren jetzt eigentlich ganz glücklich, dass sie nicht mehr diesen gigantischen EU-Regularien hier unterliegen und jetzt letztlich hier Landwirtschaft betreiben können, zum Beispiel ohne die Sanitäts- und Hygienevorschriften der EU. Da hat man natürlich gleichwertige, aber viel pragmatischere Lösungen gefunden. Und jetzt diese Rolle rückwärts. Ja, es ist tatsächlich total gaga. Diese ganze Legende, dass es im UK so schlecht geht seit Brexit, ist natürlich ebenfalls komplett falsch. Der UK hat eine sehr starke Dienstleistungsindustrie. Natürlich ist es im UK so, dass dort wenig produziert wird. Ja, das hat aber mit Brexit nichts zu tun. Das war davor auch schon so. Aber dass hier jetzt weniger ins Ausland exportiert wird, uns ins EU-Ausland, das ist schlicht und ergreifend falsch. Vielleicht weniger an Menge, aber dafür hochwertigere Dinge. Wenn du zum Beispiel an Autos denkst, dann denke an Land Rover. Du findest hier im UK alles in allen Supermärkten. Du kannst sie auf Amazon in der EU bestellen. Die Sachen sind bei dir blitzschnell in UK. Also, das Ganze so darzustellen, als wäre der UK ein darbendes Land und hätte hier mit Problemen zu kämpfen, seitdem sie die EU verlassen haben, das ist einfach totaler Quatsch und natürlich auch schlicht und ergreifend Propaganda. Man muss ja sagen, im UK, die Presse hier ist weitestgehend konservativ, also anders als in Deutschland, wo ja die Presse ja komplett links und grün dominiert ist. Wie gesagt, das ist im UK schon anders. Die Bevölkerung denkt hier überhaupt nicht mehr über Brexit nach. Es ist nicht so, dass die deprimiert durchs Leben gehen und denken, oh mein Gott, Brexit, was ist uns jetzt passiert? Sondern wie gesagt, es läuft letztlich alles rund und über diese Sache denkt eigentlich kaum noch jemand nach. Natürlich sind bestimmte Branchen hier davon negativ beeinflusst. Also zum Beispiel die Immobilienbranche in London. Die Preise hier sind in den letzten Jahren praktisch stagniert in London, nachdem ja sich London davor immer über ein starkes Wachstum bei den Immobilienpreisen freuen konnte in den Jahrzehnten davor. Seit dem Jahr 2016 war das Wachstum deutlich geringer, weil es natürlich eine große Verunsicherung gab bei ausländischen Investoren in puncto Investition, vor allem natürlich durch das politische Chaos, das es hier gab. Ich hatte ja schon von den komplett inkompetenten Konservativen gesprochen, die dann sogar auch noch den Non-Dom-Status abgeschafft haben. Also wenn du mich fragst, was dem UK schadet, dann sind es diese Dinge, ja. Und jetzt dann hier diese ganzen Steuererhöhungen der Labour-Partei auch noch. Also wirklich, da fasst du dir an den Kopf und da werden jetzt ja noch weitere Steuererhöhungen kommen. Also wenn du danach fragst, wer hier für geringes Wachstum im UK verantwortlich ist, dann sind es genau diese Dinge, aber im Grunde genommen nicht der Brexit. Also kille die Innovation und du killst das Wachstum. Das ist ja völlig klar. Natürlich haben die deutschen Medien hier überhaupt nichts zu melden, denn der UK ist tatsächlich in den letzten Jahren gewachsen und Deutschland ja nicht. Deutschland ist in den letzten 3 Jahren geschrumpft.
die längste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Wenn ich mir auf die deutschen Medien anhöre, dann denke ich mir schon, naja, ihr habt dann wirklich keinen Grund, hier auf den UK herunterzuschauen. Macht erstmal hier vor eurer eigenen Tür sauber, bevor ihr denkt, ihr könnt hier anderen hier eine Lektion erteilen und diese belehren. Also dieser Trade Deal hier mit der EU wirklich keine sehr gute Sache. Er bringt im Grunde genommen nichts. Er ist im Grunde genommen nicht rational erklärbar. Aber ich kann ihn nur so erklären, wie gesagt, dass es der Labour-Partei wirklich darum geht, den UK so Schritt für Schritt in kleinen Schritten à la Jean Monnet hier zurückzuführen in die EU, ohne es tatsächlich zugeben zu wollen. Muss man sehen, was bei den nächsten Wahlen passiert. Momentan sieht es so aus, als würde die Parteireform von Nigel Farage die Konservativen komplett wegfegen und wahrscheinlich die Labour-Regierung auch. Wenn sie so weitermachen, keine Zweifel, dann wird es auch so kommen. So, wenn auch du dich für den UK interessierst, trotz all der politischen Misere natürlich immer noch ein sehr attraktives Land, ein sehr schönes Land, tolle Leute, geniale Ideen, in vieler Hinsicht freiheitlicher natürlich auch als die EU. Wie gesagt, wenn du dich interessierst, auch hier etwas zu machen, vielleicht hierhin auszuwandern oder vielleicht eine Firma zu gründen oder hier zu investieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich bin 2003 nach London umgezogen. Wir haben 2006 hier die Kanzlei gegründet und seitdem betreuen wir Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, die in den UK umziehen, hier Firmen gründen, Niederlassungen anmelden oder ansonsten im UK investieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.